Wenn es darum geht, extrem hohe Lagen zu trainieren, also über S, E, F, Fis, G3, das ist so die Lage, wo das Ganze startet, dann muss man Folgendes wissen. Es ist nicht das Zudrücken und das Unmengen an Luft durchs Instrument schieben, damit diese Frequenzen zustande kommen, sondern ganz im Gegenteil. Du kannst dir das auch veranschaulichen, indem du sagst, okay, ich spiele das G1 und das G2. Was passiert von dem einen zum anderen Ton? Und jetzt musst du wissen, das, was vom tiefen Ton G1 zum mittleren G2 passiert, wird jetzt um ein Vielfaches intensiviert. Das heißt, der Ansatz packt noch viel stärker zu. Das heißt, es ist alles noch viel stärker angespannt. Die Zunge, man merkt richtig, die ist nach oben gerichtet, I-Position, also wirklich sehr extrem nach oben, vorne oben. Und was noch dazu kommt, ist natürlich ein unglaublicher Druck, der sich im Körper aufbaut. Und das kann man natürlich probieren, indem man sagt, ich nehme jetzt zum Beispiel G1, G2, G3. Und da merke ich richtig von Oktave zu Oktave, wie alles stärker intensiviert wird. Der Ansatz macht richtig am Anfang so, so und dann so. Also man merkt richtig, wie stark das zusammengeht von der Muskulatur. Und das hat aber auch wieder zum Effekt, dass ich das Mundstück ja nicht ohne Ende gegen meine Lippen drücken muss, weil die Lippen, die Muskulatur, das macht die Arbeit. Und das Mundstück sucht ja immer nur den Kontakt zu den Lippen, dass eben das, was rauskommt, über die Lippen ins Instrument geht. Und letztendlich haben wir dadurch unseren Verstärker. Also das, was hier passiert, wird hier verstärkt. Das heißt, nicht die Trompete ist schuld oder was auch immer, sondern letztendlich geht es darum, dass wir eben hier gut trainieren, damit immer ein Ton oder ein Halbton, unser Training, sich weiterentwickeln kann. Natürlich startest du jetzt nicht auf G3 oder wie auch immer, sondern nimm dir deine Lage. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe aktuell Thema C, dann mach das auch mit dem C. Spiele C1, C2, merke den Unterschied und jetzt machst du trocken. Eine sehr starke Anspannung. Und dann kommt eben auch der Ton zustande. Das ist bei jedem individuell und ich empfehle dir immer, trainiere deine Spitzentöne. Das heißt, wenn du automatisch jetzt zur Zeit das Thema D hast, D1, D2, D3, hast du das Thema E, gleiches Spiel. Worum es geht, ich denke, du weißt es und verstehst es auch. Wenn du das einmal trocken machst, und das mache ich dir hier auch einmal vor, dann sieht man ganz genau. Jetzt Übertrag. Ja, schon stärker angespannt. Da ist wirklich alles sehr stark angespannt. Und das kann man natürlich jetzt dann von heute auf morgen machen. Da braucht man auch etwas Erfahrung. Da gibt es auch unterschiedliche Hilfsgeräte, mit denen man eben trainieren kann, dieses Anspannen, dieses Druck aufbauen, ne, den muss man ja standhalten. Das ist ja das Schwierige. Sobald der Druck im Körper steigt, kommt es immer dazu, vor allem wenn der Ansatz schwach ist. Links, rechts, oben, unten kommt dann die Luft raus. Du musst nicht mehr anspannen, als du in dieser Lage brauchst, dass eben die Luft ins Instrument geht. Das wäre schon wieder zu viel. Das heißt, wir müssen hier immer schauen, okay, erstmal übertreibt man natürlich, man macht zu viel. Okay, ich erreiche die Frequenz und umso öfter du es machst, umso mehr wirst du merken, okay, ich kann auch etwas weniger machen und die Frequenz, die ich erreichen will, die kommt trotzdem auf der Trompete zustande. Das kommt dann letztendlich mit den Betriebsstunden, die man eben mit dem Trompete-Spielen verbringt, beziehungsweise auf seine Lippen spielt und dann wird man merken, okay, Training, Routine, Verbesserung, auf geht's, nächster Ton. Und so kannst du es aufbauen, dass du dich eben Schritt für Schritt immer wieder weiterentwickelst. Achte aber darauf, dass sich dein Trompete-Spielen jetzt im Training, beim Üben nicht nur immer um die Höhe dreht. Das ist ein Teilaspekt, okay? Jetzt haben wir natürlich noch Luft, Atmung, Klang, Technik, Anstoß etc. pp. Also eine lange Liste an Punkten, die geübt werden möchten. Und einer davon ist eben die Höhe. Bau es gerne mit ein. Aber überstrapazier dich nicht, sondern geh auch hier wieder in die tiefe Lage, spiel angenehme Lagen, spiel gesangliche, kantabile Stellen eben, um
dann nicht zu sehr zu verkrampfen, dass alles nur noch eng und fest ist, sondern dass du da immer auf der Suche bist nach Weichheit und Geschmeidigkeit. Das andere ist Höhentraining, okay, und das andere ist dann letztendlich Training der gerade eben anderen genannten Punkte. Hast du Fragen zu hohen Tönen, zu Lagen überhalb von C3 etc. pp. Oder allgemein, wie du deine Höhe trainieren kannst, dann ab in die Kommentare oder schreib mir persönlich. Ansonsten gerne am Ende noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.